Zu den Grundaufgaben des Orff-Zentrums München als Komponisteninstitut zählt auch die Herausgabe von Publikationen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Seit 2008 gibt es nun die enge Zusammenarbeit mit dem Verlag Schott in Mainz. Es wurde eine Reihe begonnen, die aus zwei unterschiedlichen Strängen besteht. Der erste Strang beinhaltet Originaltexte von Carl Orff, beispielsweise Briefwechsel werden hier publiziert oder auch Orffs Werktexte oder andere Dinge, die direkt auf Carl Orff als Autor zurückgehen. Der zweite Strang beinhaltet dann sogenannte Sekundärliteratur, das heißt also entweder Monographien oder Sammelpublikationen, Symposiumsbände über Leben und Werk von Carl Orff. In diesem Jubiläumsjahr erschienen gleich mehrere Publikationen. Ganz wichtig natürlich die Chronik des Orff-Zentrums, in der erstmals alles das, was in den zurückliegenden 25 Jahren geleistet wurde, in knappster Form zusammengefasst wurde. Dann aber auch gleich an zweiter Stelle zu nennen, der Symposiumsband zu der Veranstaltung Text, Musik, Szene, das Musiktheater von Carl Orff. Vor wenigen Jahren fand dieses Symposium hier bei uns im Hause statt. Außerdem publizierte das Orff-Zentrum in enger Zusammenarbeit mit dem Verlag Schott einen Führer zu sämtlichen Bühnenwerken von Carl Orff. In erster Linie gedacht natürlich für die Theaterschaffenden, dass sie sich in kurzer, prägnanter Form über die Werke von Carl Orff informieren können, mit praktischen Angaben über Besetzung und so weiter und ersten Aufführungen in den unterschiedlichsten Ländern der Erde. Und vielleicht kann man noch als Publikation erwähnen, dass in diesem Jubiläumsjahr auch die neue Version unserer Homepage freigeschaltet wurde. Mit der Edition des Briefwechsels zwischen dem Dirigenten Ferdinand Leitner und Carl Orff begann im Jahr 2008 die neu initiierte Reihe der Publikationen des Orff-Zentrums im Verlag Schott. Allein die Art und Weise, wie beide Künstler sich über das eine oder andere Detail unterhalten haben und in gegenseitigem Respekt und in gegenseitiger Hochschätzung immer wieder versucht haben, etwas Gemeinsames buchstäblich auf die Bühne zu stellen oder zum Klingen zu bringen. Das war so eindrucksvoll, dass es als sinnvoll erschien, gerade diesen Briefwechsel als ersten und als Start der ganzen Reihe zu nehmen. Als Sonderpublikation erschien im Jahr 2012 der Werkkommentar zu Prometheus, geschrieben von Werner Thomas, dem engen Mitarbeiter und Freund von Carl Orff seit den 50er Jahren. Er ist ein unglaublich profunder Kenner gewesen, nicht nur von Orffs Bühnenwerken, sondern auch vom Schulwerk. Und hier war der Auslöser für die Publikation die Aufführung des Prometheus im Rahmen der Ruhrtriennale im Jahr 2012. Ebenfalls als Sonderpublikation von Werner Thomas wurde im Jahr 2010, und zwar anlässlich des 100. Geburtstags des Autors, seine Arbeiten über De Temporum Fine Commedia, dem letzten Bühnenwerk von Carl Orff, herausgegeben. Der Titel lautet Perspektiven einer neuen Werkbegegnung, denn Werner Thomas hatte schon früher ein Buch über dieses Werk publiziert. Hier allerdings fasst er alle seine neuen Ideen und Gedanken und neuen Forschungen zusammen. Das Buch zum Sommernachtstraum, also Orffs Musik zu Shakespeares Sommernachtstraum, entstand auch im Zusammenhang mit der Aufführung im Rahmen der Festspiele in Andechs. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, weil es bis dahin auch noch nichts an Literatur, vor allem über die unterschiedlichen Fassungen zu diesem Werk gab, einfach die Entstehungsgeschichte dieses für Orff auch sehr zentralen und wichtigen Werkes genau unter die Lupe zu nehmen. Der zweite Teil dann dieses Werks war dann schließlich auch noch eine Besprechung der endgültigen Fassung von 1964. Wichtig war mir auch gerade die Fassung von 1939 sehr ausführlich zu behandeln, um auf all die Vorwürfe, die natürlich mit diesen zeithistorischen
Konnotationen und Verbindungen zu sehen sind, aufzuarbeiten, ganz objektiv zu beleuchten und auch die Hintergründe herauszuarbeiten, warum Carl Orff im Auftrag der Stadt Frankfurt die Musik zu Shakespeares Sommernachtstraum geschrieben hat. Das Buch zur Günther-Schule, Elementarer Tanz, elementare Musik, ist herausgegeben worden im Auftrag des Orff-Zentrums München von Michael Kugler, einem Musikpädagogen, der sich auch mit Carl Orffs Schulwerk natürlich sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Und Michael Kugler beschreibt zusammen mit anderen Autoren die Geschichte des Orff-Schulwerks und vor allem in seiner ersten Fassung, nämlich wie sie sich in der Arbeit an der Günther-Schule als Schule für Rhythmik, Gymnastik und Tanz niedergeschlagen hat. Eine interessante Publikation ist auch Dem unbekannten Gott von Werner Thomas. Es thematisiert eine Komposition, die es gar nicht gibt. Werner Thomas stützt sich nur auf Skizzen zu einem letztlich nicht ausgeführten Chorwerk. Es sollte wohl das allerletzte musikalische Werk von Carl Orff werden, aber er kam in den letzten Lebensjahren nicht mehr dazu, es auszuführen. Und Werner Thomas unterzog sich der durchaus sehr reizvollen Aufgabe, anhand der noch existierenden Entwürfe doch ein solches Chorwerk zu rekonstruieren. Die Publikation Welttheater beinhaltet sämtliche Texte von Carl Orff, die in der 8-bändigen Dokumentation bereits von ihm selbst, also vom Komponisten selbst, publiziert wurden, allerdings zusammengefasst und in eine wirklich chronologische Abfolge gebracht. Also einfach alles, was sein gesamtes Schaffen ausmacht, eine, wie ich finde, ganz zentrale und wichtige Publikation. Für die Praktiker sehr interessant dürfte das Buch von Günther Möller sein. Er behandelt das Schlagwerk bei Carl Orff und zwar wirklich mit Blick auf die Musiker, die sich Informationen erwünschen. Da bietet dieses Buch wertvolle Informationen, die fußen auch auf Erfahrungen eines Schlagwerkers, der mit Orff noch engstens zusammengearbeitet hat, Karl Peinkofer. Und Peinkofer hat Günther Möller bei der Abfassung dieses Buches beraten, sodass dann tatsächlich aus erster Hand auch Informationen in diese Publikation eingeflossen sind. Ein, wie ich denke, sehr glücklicher Fall des Ineinanderfließens von Theorie und Praxis. Eine besonders bibliophil ausgestattete Publikation ist das Buch Was ist die Antike wert? Griechen und Römer auf der Bühne von Kaspar Neher. Dieses Buch behandelt nicht nur die Inszenierungen und die Bühnenbilder, die Kaspar Neher, ein sehr berühmter Bühnenbildner und auch enger Freund und Mitarbeiter von Bert Brecht, insgesamt gemacht hat, sondern natürlich auch die Zusammenarbeit dann von Neher mit Carl Orff. Eine der ersten Publikationen des Orff-Zentrums waren die Fotodokumente zu Carl Orff, publiziert von der damaligen Archivarin und Bibliothekarin des Orff-Zentrums, Hannelore Gassner. Sie war in den letzten 9 Lebensjahren von Carl Orff auch seine Mitarbeiterin. Sie hat den Nachlass damals schon unter seiner Anleitung, unter seiner Aufsicht vorstrukturiert. Die Publikation gibt Einblicke einfach in Orffs Leben als Komponist in seinen letzten Lebensjahren, seine vielfältigen Kontakte, seine Besuche sieht man hier, aber auch schöne Eindrücke von dem Anwesen in Gießen, wie es damals aussah, auch von den Räumlichkeiten, von seiner Bibliothek in seinem Arbeitszimmer. Und insgesamt erhält man einen hochinteressanten Einblick nicht nur in die Komponistenwerkstatt, sondern einfach in das Umfeld des Privatmenschen Carl Orff. Wiederum von Werner Thomas stammt die Publikation Die Märchenstücke, Der Mond, die Kluge von Carl Orff. Hier unternimmt Werner Thomas zum allerersten Mal die Entstehungsgeschichte beider Werke genau zu untersuchen und zeigt damit auch, dass die Märchenstücke keineswegs harmlose Nebenwerke sind, sondern dass das unglaublich ernstzunehmende, ganz tiefe Werke von Carl Orff sind,
Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Bereicherung der ORF-Forschung allgemein.